Wir haben eine sehr innovative Lösung, wenn es darum geht, Fachkräfte zu gewinnen, insbesondere sehr qualifizierte Fachkräfte mit gewissen spezifischen beruflichen Hintergründen. Krüger Consulting GmbH, wir sind mittlerweile über 30 Mitarbeiter, sind vor allem in Deutschland unterwegs, haben aber auch einen zweiten Standort in Wien. Und heute in der Präsentation geht es auf der einen Seite darum, wie wir letztendlich Unternehmen dabei unterstützen, Fachkräfte zu gewinnen, aber auf der anderen Seite auch einmal um die ganzen Grundlagen, die wir halt aktuell in der jetzigen Marktlage vorliegen haben, die halt gewissermaßen einige Dinge leichter oder auch schwieriger machen, wenn es darum geht, Fachkräfte zu gewinnen. So, einmal zum Start. Ich habe hier nochmal ein paar Gesichter aus dem Team mitgebracht, damit man einfach sieht, wer gerade bei uns in Hamburg sitzt oder auch teilweise hier vor Ort, entweder hier am Stand oder auch bei Ständen von unseren Kunden. Und wir unterstützen mittlerweile über 400 Unternehmen dabei, wenn es um die Fachkraftrekrutierung geht. Da sind jetzt so ein paar Logos mit dabei. Wir arbeiten aber primär mit dem Mittelstand zusammen und nutzen dort einfach die Möglichkeiten, dass man über mehr Reichweite, eine attraktivere Arbeitgeberpositionierung letztendlich dahin kommt, monatlich Einstellungen vorzunehmen und sich damit auch unabhängig zu machen von zum Beispiel Personalvermittlern, anderen Dienstleistern und Ähnlichem. Denn ganz, ganz häufig ist es im Recruitment so, und so haben wir auch einmal uns dieses Vortragsthema überlegt, dass viele Unternehmen versuchen, über den nächsten Kanal und den neuesten Ansatz und vielleicht die neueste innovative Methodik auf einmal Fachkräfte zu erreichen, die sonst kein anderes Unternehmen erreichen kann. Und ich möchte eigentlich einmal mit diesem Vortrag ansetzen und aufzeigen, dass es relativ simpel sein kann, wenn man ein paar Grundlagen berücksichtigt, Fachkräfte zu gewinnen. Steigen wir aber jetzt erstmal direkt ein, wenn es rund um das Thema Fachkräftemangel geht. Also derzeit, und das ist auch eine Studie aus diesem Jahr, fehlen 470.000 Fachkräfte in Deutschland in den Unternehmen. Damit sind ungefähr 47% aller Unternehmen in Deutschland vom Fachkräftemangel betroffen. Und wie so eine Betroffenheit vom Fachkräftemangel ganz im Detail aussieht, da komme ich gleich nochmal dazu. Viele Unternehmen stellen jetzt aber auch fest, dass die 470.000, die es heute gibt, durch den demografischen Wandel natürlich in der Zukunft viel mehr werden. Denn in den meisten Unternehmen ist es so, dass gerade die Menschen im Unternehmen, die das meiste Wissen haben, die meiste Erfahrung im Unternehmen, irgendwo in den nächsten 3 bis 10 Jahren in Rente gehen und jetzt einfach ein bisschen, ich will nicht sagen Nachwuchs rekrutiert werden muss, sondern wo jetzt einfach Fachkräfte rekrutiert werden müssen, die schon über einige Jahre Berufserfahrung, eine gute Grundausbildung verfügen und so letztendlich dafür sorgen können, dass das normale Alltagsgeschäft ohne Probleme weiter fortgesetzt werden kann. Viele Unternehmen, die zu uns kommen, die erhalten natürlich zu wenig qualifizierte Bewerbung. Das heißt, die stehen entweder in der Situation, gar keine Bewerbung zu erhalten oder einfach Bewerbungen, die nicht zur Position passen und vielleicht auch von Arbeitnehmern sind, die sich vielleicht gar nicht mit einem Unternehmen auseinandergesetzt haben. Wie sieht das Ganze in den Unternehmen jetzt schon aus und wird natürlich auch in den nächsten 1 bis 2 Jahren sich noch verschärfen? In vielen Unternehmen ist ein unglaublich hoher Krankenstand und es gibt sehr viele Ausfälle. Es gab im letzten Jahr eine Statistik aus dem November, dieses Jahr aus dem November ist die Statistik natürlich noch nicht da, und die hat gezeigt, dass der Krankenstand in deutschen Unternehmen so hoch ist wie seit langem nicht mehr. Und das sorgt natürlich dafür, dass wesentlich mehr neue Fachkräfte rekrutiert werden müssen, um letztendlich qualifiziert die Stellen besetzen zu können. Man hat gerade aber, wenn es rund um das Thema Fachkräftemangel geht, einen riesen Vorsprung und einen riesen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen. Und zwar, es gibt gerade eine Marktlage, die dafür sorgt, dass durch Insolvenzen, durch vielleicht Abbau in Unternehmen, durch Kurzarbeit oder auch dadurch, dass einfach Marktbegleiter nicht mehr so viel rekrutieren, wie vielleicht noch im Jahr 2021 oder 2022, dass man jetzt gerade Fachkräfte gewinnen kann, die man sonst und auch in den nächsten Jahren gar nicht mehr so leicht für sich gewinnen kann. Weil halt eben diese Fachkräfte so gut in Unternehmen gebunden waren oder weil man vielleicht als Arbeitgeber so große Schwierigkeiten hatte, sich von seinen Marktbegleitern abzuheben. Und für mich geht es darum, die nächsten 2 bis 3 Jahre für unsere Partner so zu nutzen, dass die jetzige Marktlage genutzt werden kann, um Fachkräfte zu gewinnen, die danach so am Markt nicht mehr verfügbar waren. Denn hier muss auch vorsorglich gedacht werden, trotz den Themen KI, Digitalisierung, Fachkräften aus dem Ausland, auch vielleicht Produktionsstätte, die in andere Länder wandern, werden
laut der gleichen Statistik, die wir vorhin auch zitiert haben, bis 2027, und das ist gar nicht mehr so lange hin, das ist in 2 Jahren und 2 Monaten, 728.000 Fachkräfte in deutschen Unternehmen fehlen. Das heißt, der Zustand wird sich nochmal doppelt so schlimm anfühlen für viele Unternehmen. Jetzt ist das Ganze aber so, Fachkräftemangel hat gar nicht immer nur was mit Bewerbungen zu tun. Denn beim Fachkräftemangel geht es auch sehr stark um Folgefaktoren. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass immer mehr Unternehmen auch zu uns kommen, die gar nicht mehr nur das Problem haben, keine Bewerbung zu erhalten oder keine Qualifizierten, sondern die sich irgendwo in dieser Abwärtsspirale des Fachkräftemangels wiederfinden. Ja, da ist die Übertragung jetzt nicht perfekt, aber wir können die Präsentation im Nachgang nochmal zusenden. Hier geht es im Grunde genommen darum, dass wenn ein Unternehmen zu wenig Bewerbungen erhält, dann gelangt es in diese Situation, dass sich die Arbeit auf die bestehende Belegschaft deutlich verdichtet. Verdichtete Arbeit auf die gleichen Mitarbeiter hat 2 Konsequenzen. Entweder die Mitarbeiter müssen halt jetzt mal richtig anpacken und dafür sorgen, dass halt dementsprechend jetzt die Arbeit dennoch geschafft werden kann, oder, und das wird dann halt passieren, wenn nicht weiter Bewerbungen zustande kommen, der Arbeitgeber kommt in die Situation, die ein oder andere Panikeinstellung vorzunehmen. Das heißt, letztendlich Mitarbeiter einzustellen, die gar nicht perfekt ins Unternehmen passen, wo man sich vielleicht für den Erstbesten entscheidet, was letztendlich dafür sorgt, dass der allgemeine Standard im Unternehmen sinkt und die bestehende Belegschaft aufgrund der Fehlbesetzungen sich auch ein bisschen fragt, was mache ich hier eigentlich? Und das ist ein sehr gefährlicher Zustand, der in immer mehr Unternehmen in Deutschland aufgetreten ist über die letzten Jahre, weil immer mehr Unternehmen berichten, die Arbeitsmoral ist zurückgegangen, die neuen Mitarbeiter, die wir rekrutieren, die verlassen das Unternehmen nach einem gewissen Zeitraum wieder, und damit wird man natürlich immer schwerfälliger im Recruitment. Denn im Recruitment zählt ein was, wenn man innen gesund im Unternehmen ist, dann kann man auch außen gute Fachkräfte gewinnen. Wenn man eine ungesunde Kultur im Unternehmen hat, dann merken das Bewerber spätestens, wenn sie vor Ort sind, und dann kommt natürlich so eine Abwärtsspirale zugange, wie wir hier dementsprechend aufgezeigt haben. Das heißt, man verliert aufgrund von nicht so gut geeigneten Einstellungen den eigenen Mitarbeiter, die Loyalität der Mitarbeiter sinkt, die Arbeitsmoral sinkt und man steht eigentlich vor einem größeren Auftragsdruck, als man vorher noch stand. So, jetzt geht es für uns aber darum, wie kommen wir dort raus? Und dazu habe ich einmal ein paar kleine Empfehlungen vorneweg mitgenommen. Weil, ich habe schon vorhin angesprochen, im Recruitment gibt es keine Wunderlösung. Und wenn wir mit unseren Partnern im Recruitment zusammenarbeiten, dann haben wir auf der einen Seite einen sehr innovativen Marketingansatz, der dabei unterstützt, Fachkräfte zu gewinnen, qualifiziert zu besetzen. Das heißt, unsere Partner stellen in der Regel monatlich ein. Unsere Partner haben so 5 bis 8 Vorstellungsgespräche, bevor sie sich für jemanden entscheiden müssen, und erhalten pro Position 10 oder mehr Bewerbungen im Monat. Und dazu muss man aber erstmal im ersten Schritt damit anfangen, seine eigenen Mitarbeiter, seine eigene Belegschaft eher wie einen Kunden zu behandeln. Das heißt, ich sehe in ganz, ganz vielen Unternehmen, dass hier zum Beispiel in den Messestand unglaublich viel investiert wird, aber in das Recruitment unglaublich wenig. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wo rein müssen wir das jetzt investieren? Und dazu geht es im ersten Schritt darum, dass man dafür sorgt, dass man überhaupt erstmal in der Region bei den relevanten Fachkräften sichtbar wird. Und hier geht es im ersten Schritt wirklich nur um Sichtbarkeit, weil ich sehe ganz, ganz viele Unternehmen, die sich wundern, wieso sich niemand bei ihnen bewirbt, einfach nur, weil es in der Vergangenheit so war, dass sich rumgesprochen hat, dass man dort einen guten Arbeitsplatz findet, die aber nirgendwo eine Online-Präsenz haben, wo man sagt, okay, einmal die Woche, wenn ich ein Techniker oder ein ITler bin, dann finde ich dieses Unternehmen, dann sehe ich dieses Unternehmen, weiß, wieso es sich lohnt, dort zu bewerben. Und das ist einmal der erste Schritt, worein jedes Unternehmen investieren sollte. Das heißt, wo jedes Unternehmen einfach mal dafür sorgen sollte, dass Fachkräfte gar nicht mehr dran vorbeikommen. Ist heutzutage unglaublich einfach, ist heutzutage auch relativ gut umsetzbar, setzen wir mit jedem unserer Partner um, weil ohne Reichweite brauchen wir uns über den nächsten Punkt gar keine Gedanken machen. Denn als nächstes muss man sich jetzt erstmal fragen, wieso sollte sich jemand bei uns bewerben? Im Grunde genommen geht es hierbei darum, dass man, wenn man jetzt schon Werbemaßnahmen betreibt, ganz, ganz häufig Werbemaßnahmen sieht,
wo ein Unternehmen über sich spricht und dort zum Beispiel sagt, wir suchen jemanden, der folgende Anforderungen mindestens mitbringt und nur dann gut geeignet ist. Und dann schaut man mal rein, ja, und was kriege ich dafür als Arbeitnehmer geboten? Oder gibt es hier eigentlich zufriedene Mitarbeiter in dem Unternehmen? Oder wer ist meine Führungskraft? Oder wie ist die Kultur? Oder welche Werte und Vision haben das Unternehmen? Wenn diese Fragen nicht beantwortet werden, dann kann man als Arbeitgeber sich nicht hinstellen und sagen, ich suche jemanden mit den allerhöchsten Anforderungen und ich wundere mich, wieso sich diejenigen nicht bewerben. Das heißt, wir müssen uns an der Stelle einmal fragen, was muss ein Arbeitnehmer sehen, was muss ein Arbeitnehmer wissen, um dann letztendlich für sich eine Entscheidung treffen zu können, das ist ein Arbeitgeber, wo sich erstmal meine Bewerbung lohnt, dem ich genügend vertraue und wo ich dann natürlich im besten Fall auch ein neues Arbeitsverhältnis antrete. Damit wir das nicht kryptisch lassen, habe ich dazu einmal Fragen mitgebracht, die man sich auf jeden Fall in erster Linie stellen sollte. Und ich würde auch einmal empfehlen, das machen wir auch mit jedem Partner von uns zu Beginn der Zusammenarbeit, sich einmal im Nachgang an diesem Vortrag seine Stellen anzuschauen und mal genau diese Fragen zu stellen, ob die letztendlich beantwortet werden, sowohl in den Stellen als auch dann natürlich in der allgemeinen Außenpräsenz. Und zwar geht es in einem Schritt erstmal darum, mit wem arbeite ich hier im Unternehmen zusammen. Wieso ist das wichtig? Einer der Hauptgründe, wieso Arbeitskräfte nicht das Unternehmen wechseln, ist, weil sie sich im Team wohlfühlen. Weil sie wissen, sie sind gut aufgenommen, sie haben ein kollegiales Team, sie können sich aufeinander verlassen. Das heißt, wenn wir jetzt als Arbeitgeber möchten, dass sich jemand bei uns bewirbt, müssen wir die größte Sorge des Arbeitnehmers nehmen, nämlich, wer ist das Team und mit wem arbeite ich zusammen? Schritt danach ist der Arbeitsplatz. Das ist auch so ein Thema. Wir alle verbringen 8-9 Stunden am Tag irgendwo an einem Arbeitsplatz. Das ist ein großer Teil unserer Lebenszeit. Also es ist 1/3 und 1/3 in dieser ganzen Kalkulation ist dann noch die Schlafenszeit. Das heißt, wie der Arbeitsplatz aussieht, wie der Arbeitsplatz gestaltet ist, ob es Homeoffice-Möglichkeiten gibt, wie der Maschinenpark aussieht, mit welcher Technologie gearbeitet wird, ist unglaublich wichtig. Denn das ist genauso wichtig wie Smart Home zu Hause, nein, eigentlich sogar noch wichtiger, weil das hier sieht man viel mehr als meistens sein Zuhause, außer am Wochenende. Dann geht es darum, an welchen Projekten werde ich arbeiten und wieso. Da geht es im Grunde genommen darum, dass vor allem auch ein Arbeitnehmer, der sein Anstellungsverhältnis wechselt, im ersten Schritt für sich erstmal erkennen muss, bin ich dem Ganzen überhaupt gewachsen, kann ich mich in diese Projekte hineinversetzen. Und hier nehmen wir auch wieder dem Arbeitnehmer die Sorge daran, dass er gegebenenfalls nicht ins Unternehmen passen würde. Und das Letzte, naja, wieso sollte ich in dem Unternehmen arbeiten? Hier geht es einmal um klassische Benefits. Ganz häufig sehe ich, dass viele Unternehmen sich die Fragen genau andersrum stellen, wie ich es jetzt hier aufgelistet habe. Sorgt meistens dafür, dass man sich noch gar nicht mit einem Unternehmen auseinandersetzt, weil man schöpft über die ersten Fragen Vertrauen. Und über die letzten erhält man dann halt noch die Randinformationen, die sagen, okay, die Vision des Unternehmens finde ich super und die Benefits sind nicht schlechter, dann sollte ich mir das mal anschauen und jetzt meine Bewerbung abschicken. Und wenn die Bewerbung abgeschickt ist, habe ich hier auch noch einen weiteren Grundsatz. Und zwar, ich sehe ganz häufig, dass die Einstellung in einer Personal- oder Recruitment-Abteilung ganz häufig aus der Sachbearbeiterperspektive aus der Vergangenheit entstanden ist. Was bedeutet Sachbearbeiterperspektive? Es kommt eine Bewerbung ins Unternehmen und diese Bewerbung ist erstmal super, dass sie da ist. Die kriegt eine Eingangsbestätigung und danach wird die Bewerbung intern peu à peu, Stück für Stück beantwortet und wird dann weitergereicht und der Bewerber bekommt einige Tage und Wochen, vielleicht eine E-Mail, vielleicht auch nicht. Und das ist echt immer noch ein unglaublich großes Thema, auch wenn es mich selber immer wieder überrascht, weil wenn die meisten Unternehmen, mit denen wir arbeiten, eine Anfrage bekommen, naja, dann wird derjenige, der angefragt hat, relativ schnell zurückgerufen, relativ schnell eine E-Mail geschickt, da wird dann halt relativ schnell daran gearbeitet, spiegelt sich aber auch darin wider, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass in den Unternehmen einfach viel mehr mit einem Bewerber umgegangen werden sollte, wie mit einem Kunden. Das heißt, wenn eine Bewerbung reinkommt, dann sollten wir dem Bewerber einen Gefallen tun. Und zwar, ihn einfach mal zeitnah anzurufen, persönlich abzuholen und einfach in das Unternehmen so reinzubringen. Und das heißt, hier sollten Sie in Ihrer Personalabteilung ganz gezielt darauf achten, dass dort halt auch Menschen arbeiten, die sich freuen, mit den Bewerbern im Gespräch zu sein. So,
Was machen wir jetzt für unsere Partner, jetzt wo wir einmal die Grundlagen abgedeckt haben? Wir arbeiten erstmal genau das, was ich gerade angesprochen habe mit unseren Partnern. Das heißt, wir setzen uns einmal hin, unterstützen unsere Partner dabei, überhaupt an diesen einzelnen Stellschrauben zu arbeiten. Das heißt, wir starten in kein Projekt, wenn wir nicht wissen, wieso sollte man in diesem Unternehmen arbeiten und das dann natürlich authentisch nach außen bringen. Und wenn wir das aber dann für unsere Partner umgesetzt haben, dann kümmern wir uns um die relevante Reichweite bei relevanten Partnern. Das kann auch super, super schnell gehen. Das heißt, wir haben unglaublich viele Unternehmen, die bei uns in der Zusammenarbeit gestartet sind und 14 Tage später schon Verstärkung im Team hatten. Und dann sorgen wir letztendlich dafür, dass wir dort in einer langfristigen Zusammenarbeit monatlich Bewerbungen generieren, monatlich Vorstellungsgespräche stattfinden, auch mal 5 bis 8 Vorstellungsgespräche stattfinden, bevor man eine Stelle besetzt. Und damit haben wir alleine im letzten Jahr jetzt einfach einmal ausgerechnet, jeder unserer Partner hat im Schnitt 1 oder mehr Mitarbeiter pro Monat eingestellt. Das heißt, das ist, glaube ich, dann wieder eine ganz, ganz gute Ausgangssituation, sowohl für den Bewerberpool als auch, um letztendlich zeitnah sich aus dieser Abwärtsspirale von vorhin zu lösen. Was machen wir im ersten Schritt zum Kennenlernen? Wir haben einen sogenannten Recruiting-Workshop. Das heißt, als Start in eine Zusammenarbeit, und dazu können Sie gerne auf unserer Homepage auch dafür anfragen, haben wir immer einen Workshop. Workshop ist ein großes Wort, geht mit manchen Unternehmen 30 Minuten, mit anderen 90. Und da geht es letztendlich darum, dass wir uns einmal konkret anschauen, an welchen Stellschrauben muss gearbeitet werden, bevor man überhaupt darüber nachdenkt, mehr Reichweite zu erhalten und darüber halt eben Bewerbungen anzusprechen. Und auf Basis dessen erarbeiten wir ein Konzept, wie man in eine Zusammenarbeit hineinstarten könnte, wie wir letztendlich dafür sorgen, dass Personalziele erreicht werden können, wie man sich aus der Abwärtsspirale des Fachkräftemangels lösen kann. Und wenn das Ganze für Sie relevant ist, ich habe anbei nochmal einen QR-Code, den einfach einscannen und dann freue ich mich auf ein Gespräch mit mir oder mit jemandem bei uns aus dem Team. Vielen Dank.